Viele denken, sobald die Daten ausgewertet sind, stehen auch die Ergebnisse fest. Aber genau da beginnt die eigentliche Arbeit und die Beantwortung deiner Forschungsfragen. An diesem Punkt der Bachelorarbeit entsteht häufig der Eindruck, dass der wesentliche Teil der Arbeit bereits erledigt ist. Die Daten sind erhoben, die Auswertung ist erfolgt und es liegt erstes Material vor, mit dem sich arbeiten lässt. In dieser Phase entsteht oft die Annahme, dass damit auch die Ergebnisse bereits feststehen. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar, greift aber meist noch etwas kurz. Denn zwischen Daten und fertigen Ergebnissen und vor allem zwischen Ergebnissen und ihrer Einordnung gibt es eine wichtige Unterscheidung, die für deine Arbeit zentral ist. Die Daten sind zunächst das, was du erhoben und strukturiert hast. Sie zeigen, was beobachtbar ist, liefern aber noch keine vollständige Antwort auf deine Fragestellung. Und auch die Auswertung führt dich zunächst nur zu strukturierten Befunden, zu Mustern, Zusammenhängen oder Auffälligkeit. Im Ergebnisteil deiner Arbeit geht es genau darum, diese Befunde klar und nachvollziehbar darzustellen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass der Ergebnisteil zunächst auf der Was-Ebene bleibt. Du zeigst, was in deinen Daten sichtbar geworden ist. Möglichst strukturiert, präzise und ohne vorschnelle Einordnung. Die Frage, was diese Ergebnisse bedeuten, folgt erst im nächsten Schritt. An dieser Stelle kommt die Diskussion ins Spiel. Denn in der Diskussion gehst du einen Schritt weiter. Du setzt deine Ergebnisse in Beziehung zu deiner Forschungsfrage, zu deinen theoretischen Grundlagen und zum bestehenden Forschungsstand. Man kann diesen Unterschied vereinfacht auch so beschreiben. Der Ergebnisteil beantwortet die Frage, was habe ich gefunden? Die Diskussion beantwortet die Frage, was bedeutet das? Diese Trennung ist wichtig, weil sie deiner Arbeit Struktur gibt. Wenn beides vermischt wird, entsteht oft Unklarheit. Wenn sie sauber getrennt sind, wird deine Argumentation deutlich nachvollziehbarer. Das bedeutet aber nicht, dass du im Ergebnisteil nur Daten auflistest. Auch dort strukturierst du, arbeitest Muster heraus und stellst Zusammenhänge dar. Nur die Interpretation im größeren Kontext gehört in die Diskussion. Ein einfaches Beispiel kann das verdeutlichen. Wenn du Interviews führst und feststellst, dass bestimmte Aussagen immer wieder auftauchen, kannst du im Ergebnisteil diese Muster beschreiben und belegen. In der Diskussion gehst du dann einen Schritt weiter und ordnest ein, welche Bedeutung diese Muster für deine Fragestellung hat, wie es sich erklären lässt und wie es sich in bestehende Forschung einfügt. An dieser Stelle ist der Übergang zentral. Ergebnisse entstehen nicht automatisch aus Daten, sie entstehen in einem mehrstufigen Prozess. Vom Rohmaterial über strukturierte Befunde hin zu einer begründeten Einordnung. Wenn du diesen Unterschied einmal verstanden hast, wird auch klar, warum viele Arbeiten an dieser Stelle Schwierigkeiten haben. Nicht, weil die Daten fehlen, sondern weil die Einordnung nicht klar genug erfolgt. Wenn du hingegen sauber zwischen Darstellung und Einordnung unterscheidest, entsteht eine klare Linie. Du zeigst zuerst, was du gefunden hast und erklärst anschließend, was das bedeutet. Und genau diese Struktur macht deine Arbeit für andere nachvollziehbar. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.